Hallo und willkommen in meiner Küche. In diesem Video zeige ich, wie ich Paprika süß-sauer einlege. Zunächst werden die Paprika entlang der Wachstumslinien eingeschnitten und das überstehende weiße Innere abgeschnitten sowie der Stängelansatz mit den Kernen entfernt. Auch werden alle Kerne herausgeklopft. Den umgeknickten Teil schneide ich ebenfalls ab, da er sonst beim Grillen keine Hitze abbekommt. Die Paprikastücke gebe ich auf ein Backblech und sie kommen für ungefähr 10 bis 20 Minuten unter den Grill des Backofens, bis die Paprikaschalen verbrannt sind und Blasen werfen. Wie lange das dauert, hängt von der Leistungsstärke des Grills ab und kann variieren. So verbrannt sollten die Paprika mindestens aussehen. Sie werden nun in eine Schüssel gegeben und zugedeckt 15 Minuten stehen gelassen. Nach dieser Zeit lassen sie sich ganz leicht schälen. Anschließend werden sie in Streifen von ungefähr 4 mm Breite geschnitten. Während des Abkühlens der Paprika habe ich die Zeit genutzt und den Würzsud zum Kochen der Paprika zusammengestellt. In einen Edelstahltopf habe ich etwas Olivenöl gegeben, Essig und einen Teelöffel Oregano. Dort hinein gebe ich nun die geschnittenen Paprika. Sie werden nun aufgesetzt und knappe 30 Minuten bei geringer Hitze schmoren gelassen. In dieser Zeit schäle und schneide ich eine Zwiebel, schneide sie längs in feine Streifen und zerhacke 3 Knoblauchzehen. In einen zweiten Topf gebe ich etwas Olivenöl und dort hinein gebe ich die Zwiebel sowie den Knoblauch. Beides wird gesalzen und für 10 Minuten bei schwacher Hitze schmoren gelassen. Wirklich nur ganz schwache Hitze, denn Zwiebeln setzen aufgrund ihres hohen Zuckergehaltes gerne schnell am Boden an, was man hier sehen kann. Das macht aber nichts, Röstaromen sind gut für den Geschmack. Die 10 Minuten habe ich dafür benutzt, Kapern zu zerkleinern sowie Oliven zu entstauben. Das geht am besten, indem man sie mit der flachen Messerklinge platt drückt, aufschneidet und dann lässt sich der Stein leicht herausnehmen und die Olive anschließend klein schneiden. Oliven und Kapern habe ich zu den Zwiebeln gegeben und diese Masse kommt auf die mittlerweile fertigen Paprika. Ich gebe noch einen guten Teelöffel Kirschmarmelade dazu, sowie etwas Piment d'Espelette. Alles wird gut durchgerührt und abgeschmeckt, woraufhin ich noch etwas nachgesalzen habe. Der Topfinhalt wird noch einmal gut erhitzt. Nun werden die Paprika noch heiß in die bereitstehenden sauberen Gläser gefüllt. Obenauf gebe ich noch einen großzügigen Schuss Olivenöl und dann kommt der Deckel drauf. Zunächst wird er bis zum Anschlag gedreht und dann nehme ich das Glas in die Hand, natürlich nicht ohne Hitzeschutz, und drehe noch einmal fest zu, bis zum Anschlag. So sehen die Gläser mit den Paprika aus. Und so kann man sie essen. Da die Paprika schon recht viel Öl enthalten, habe ich 2 Weißbrotscheiben einfach getoastet und nun gebe ich die Paprika darauf. Wer will, kann noch etwas Ziegenkäse auf das Brot geben. Die Paprika schmecken sehr interessant, etwas sauer, etwas süßlich, etwas Knoblauch, etwas herzhaft. Es lässt sich schwer beschreiben, am besten ihr probiert es einmal aus. Ich habe es noch nicht getestet, aber ich könnte mir auch gut vorstellen, dass die Paprika sehr gut zu Kabeljau passen, warm oder kalt. Ich hoffe, ihr habt dieses Jahr eine reiche Paprikaernte und probiert diese Art der Konservierung einmal aus. Zutaten und Mengenangaben finden sich wie immer unten in der Beschreibung und wie immer guten Appetit!